Bevor das Video startet, eine Fangfrage an euch. Wie viel Geld würdet ihr für das Grundspiel Marvel Zombies, eine Erweiterung mit Spider-Man-Charakteren und der rund 80 Miniaturen großen Box mit allen gratis Stretch Goals ausgeben? Macht euch kurz Gedanken und merkt euch die Summe. Ich weiß nicht, welche Zahl ihr nun im Kopf habt, aber gemeinsam mit euch möchte ich einmal kritisch über Konsumverhalten, Hype-Trains und den harten Boden der Tatsachen sprechen. Und euch abschließend einen entscheidenden Tipp geben, der euch vor Frust und Enttäuschung bewahrt. Alles vollkommen sachlich und wirklich selbstkritisch. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Ich geb's zu, im Frühjahr 2022 bin ich komplett auf den Hype-Train zu Marvel Zombies aufgesprungen. Simon hatte gefühlt die 563. Version ihres Zombicide-Spiels auf Kickstarter angeschoben und ich wollte wegen der vielen Superhelden und Superschurkenfiguren unbedingt mitmachen. Also unterstützte ich die Kampagne für den Mindestbetrag, um zumindest das Grundspiel samt gratis Stretch Goals zu erhalten. Zack, $130. Damit war das Grundspiel zwar teurer als bisherige Zombicide-Spiele, aber naja, die Marvel-Lizenz war bestimmt nicht günstig. Natürlich wusste ich auch, dass im Pledge Manager noch Versand und Steuern hinzukommen würden. Das war auf der Kampagnenseite zwar nur quasi im Kleingedruckten angegeben, aber naja, was kann der Versand einem US-Großkunden für so ein Paket schon kosten? 20 Euro? Maximal 30, oder? Ich folgte damals begeistert den täglichen Updates. Jeden Morgen und jeden Abend kam eine neue Gratis-Miniatur hinzu, zudem weitere Minis durch erreichte Stretch Goals Meilensteine. Außerdem wurden in Abstand von einigen Tagen immer neue Erweiterungen veröffentlicht, die jeweils um die $50 kosteten. All das war aus Marketing-Sicht extrem geschickt aufgezogen, denn wer zuvor schon $130 locker gemacht hat, der ist nach ein paar Tagen Pause viel eher bereit, nochmal $50 nachzulegen, als von vornherein $180 auf den Tisch zu packen. Und an die Versandkosten und Steuern, die noch im Pledge Manager anfallen, muss man den Kunden dabei ja auch nicht unbedingt erinnern. Apropos Versand, in der Kampagne waren optional 2 Versandwellen angekündigt. Das Grundspiel hätte man schon im Herbst 2022 bekommen können, den Rest inklusive der Stretch Goals aber erst im Sommer 2023. Dies wäre im Pledge Manager wählbar. Ich machte dann letztlich für $180 mit, sprich einmal das Grundspiel plus einmal die Spider-Man-Erweiterung. $180, das sind aktuell 170 Euro. Habt ihr noch eure Zahl von vorhin im Kopf? Merkt sie euch bitte noch eine Minute. Denn nach der Kampagne kam der Pledge Manager mit den zusätzlichen Posten Steuern und Versand. Zunächst der Versand. Pro Versandwelle wurden sage und schreibe $50 veranschlagt. $50 pro Paket, egal wie groß, schwer oder was alles drin ist. Hätte ich das Grundspiel also schon vorab haben wollen, hätte mich das $50 gekostet und für den Versand der Spider-Man-Erweiterung und der Stretch Goals ein Jahr später nochmal $50. Netto hätte mich dann allein das Grundspiel $180, sprich 170 Euro gekostet. Mit rund 20% Steuern obendrauf dann sogar knapp 200 Euro. Denn auf die $180 für meinen Pledge und die $50 für den Alles-in-einem-Versand kamen dann noch $50 Steuern obendrauf. Also insgesamt $280, was rund 264 Euro entspricht. Ich weiß nicht, welche Zahl ihr euch am Anfang überlegt habt und wie viel euch die Sachen wert gewesen wären. Aber wenn mir jemand gesagt hätte, wärst du bereit für Grundspiel, eine Erweiterung und Stretch Goals $280 bzw. 264 Euro auszugeben, hätte ich ganz klar gesagt, nein. Vor allem, da das Grundspiel bei seinem Erscheinen im Herbst 2022 in deutschen Shops für teils nur 100 Euro zu haben war. Der empfohlene Verkaufspreis lag zwar bei 140 Euro, aber selbst das war günstiger, als wenn ich mir das Grundspiel im Kickstarter für $130 plus $50 Versand plus 20% Steuern hätte zuschicken lassen. Unterm Strich habe ich gegenüber den aktuellen Preisen im Handel also kräftig draufgelegt und dafür quasi nur die rund 80 Stretch Goal Figuren erhalten. Rein rechnerisch sind knapp 100 Euro Aufpreis für so viele PVC-Modelle zwar noch okay, aber man muss sich das schon echt schön rechnen und ein deutlicher Beigeschmack bleibt in jedem Fall.
Dabei wäre dieser Frust wirklich ganz einfach zu vermeiden gewesen. Und das ist auch mein wichtiger Tipp an euch. Wenn ihr künftig bei einer ähnlichen Kampagne im Hype-Train sitzt, macht nur für $1 oder so mit, um rein den Zugang zum Pledge Manager zu erhalten. Bis der aktiv wird, ist der Hype nämlich verflogen, ihr könnt sämtliche Preise transparent einsehen und nüchtern und sachlich abwägen, ob ihr tatsächlich noch voll in die Kampagne einsteigen möchtet. Marvel Zombies war für mich entsprechend eine einschneidende Erfahrung mit ordentlich Lehrgeld und dem Fazit, so vom Hype geblendet, nie wieder. Übrigens wurde mein Paket von den Niederlanden aus verschickt und hat laut meinen Recherchen nur maximal rund 20 € an Porto gekostet. Wie Simon da auf $50 plus 20% Steuern gekommen ist, erschließt sich mir überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz freue ich mich über das Spiel und die wirklich tollen Figuren. Ich habe sogar schon ein paar Modelle bemalt, um Farben und Speedpaint-Techniken zu testen. Interessiert euch ein Video dazu? Dann schreibt's gerne in die Kommentare. Und ebenso gerne, was ihr mittlerweile über große Miniaturen-Brettspielkampagnen denkt. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!